In diesem Quick-Tipp zeige ich euch, wie ihr ganz einfach einen 3D-Körper trennen könnt. Das ist immer mal wieder nützlich, wenn man beim Modellieren einen Körper unterteilen will. Ich habe jetzt hier mal so einen Körper, das stellt ein schematisches Gebäude dar, das kann aber auch eine Rampe sein, ein Baugrubenkörper oder was auch immer. Der schnellste Weg, um einen Körper zu trennen, ist die Funktion 3D-Körper mit Ebene trennen. Ihr wählt die Funktion aus, wählt euer Objekt, euren 3D-Körper aus, dann darauf achten, es erscheint ein kleines Kästchen. Jetzt kann man hier eine Fläche wählen, die man zuvor aber hätte erstellen müssen, oder aus meiner Sicht einfacher, Kanten und Punkte wählen. Also ich schalte hier um auf Kanten und Punkte und jetzt kann ich im Grundriss, wenn ich im Grundriss arbeiten möchte, beispielsweise hier entlang einfach eine Fläche aufziehen. Und der Trick dabei ist jetzt, wenn man sich hier mal die Isometrie anschaut, ich zeichne jetzt eine theoretische Fläche auf. Ich kann hier den Z-Punkt noch angeben und jetzt wird mir dieser Körper hier aufgetrennt. Jetzt gibt es aber noch einen Trick, damit ich nicht jedes Mal in die Isometrie noch hineinklicken muss. Ich kann hier theoretisch wieder diese zwei Punkte setzen in XY-Richtung und kann jetzt hier mit der Tabulator-Taste in das Z-Feld wechseln und hier brauche ich beispielsweise nur eine 1 eingeben und Enter zu klicken und ihr seht schon, da die Z-Richtung dann im Prinzip einen Wert erhalten hat, hat er erkannt, in welche Richtung das die Fläche sein soll und ich konnte den Körper auch auf diese Weise einfach trennen. Das Ganze funktioniert theoretisch auch horizontal, also auch diagonal. Ich bin also nicht angewiesen, das im Grundriss zu machen. Ich könnte beispielsweise hier auch Ebene trennen. Ich nehme jetzt diese beiden Körper. Ich sage auf dieser Höhe in der Isometrie oder in der Seitenansicht beispielsweise. Und Achtung, jetzt kann ich hier im Grundriss die Richtung der Ebene angeben. In der Animation sieht man jetzt, wie diese theoretisch zu liegen kommt. Ich setze hier einen Klick und schon wurden die Körper verschnitten. Also ziemlich einfach eigentlich.